Hallo und herzlich willkommen bei Pasquali Talk. Ich bin Paul Pasquali, der Gründer von Pasquali. In unserem Video geht alles um Garnen, Designs und die Geschichte dahinter. Dann legen wir los. Hallo meine Lieben, vielen Dank, dass ihr heute unser Video wieder anschaut. Ich bin nochmal mit Chris. Hallo Chris. Hallo Paul. Wir hatten schon vor 2 Wochen ein Video bei euch vorgestellt, wo wir viel über Kaschmir Designs, Kaschmir Wolle geredet haben. Und jetzt hat sich Chris mal umgezogen. Genau. Wir wollten das Video nicht so lang machen. Wir sagen, wir machen jetzt 2 Teile davon. Und heute geht es um weitere Designs. Wer mehr über Chris erfahren möchte, dann muss das andere Video suchen. Und wer mehr über Kaschmir erfahren möchte. Also letztes Mal war es wirklich die geballte Packung Kaschmir. Ja, das war sehr kuschelig, Ja. aber heute wird auch immer noch kuschelig Genau. sein. Bei uns, ich kenne das nicht anders. Ich Bei wollte gerade Pasquali. sagen, bei Pasquali ist immer kuschelig, oder? Ja, ja. Und wenn Ja. nicht, dann tun wir einfach einen Fall Mohairgarn und dann. Oh, da habe ich, ja genau, da habe ich ja schon, aber dazu später. Ja. Genau. Ja, was willst du jetzt zeigen? Also, wo fangen wir an? Also ich möchte gerne euch vorstellen erstmal den Lilac. Das ist ein Design so als leichten Cardigan. Ich habe ihn dieses Jahr ein bisschen abgegradet. Ich habe ihm nämlich im Nachhinein noch diesen schönen Häkelkragen verliehen. Die Spanierinnen sagen vielleicht jetzt que lindo. Que guapa. Que guapa. Ah, okay, gut, du bist ja eher der Spanier, genau. Und und euch zeigen, dass man auch ohne Kaschmir wirklich einen schönen, kuscheligen Charakter bei einem Garn bekommt. Weil ich sag mal, diese Jacke zum Beispiel, die trage ich auch gerne wirklich einfach auf der Haut, weil es ist so weich. Und zwar durch die Kombination. Also ich habe erst versucht, die Manada alleine zu stricken. Das war nicht so ganz meins. Dann habe ich gedacht, das ist aber wirklich schön, auch als Alternative für Leute, die kein Mohair vertragen. Und es hat wirklich einen ganz schönen Flaum. Vielleicht kannst du mal so einen Faden rausziehen, Ja, Paul? erzähl ein bisschen auch über Manada. Ja. Wir hatten bei Pasquali lange kein Mohairgarn. Erstmal, weil ich konnte nie was Besonderes finden, weil viele Firmen hatten schon Mohairgarn und ich dachte, Pasquali hat immer besondere Sachen, warum soll ich jetzt Mohair nehmen? Die Mohair war nicht mein Lieblingsgarn in allgemein, also alle, was ich als Muster bekommen hatte, das war auch nicht so, so weich, wie ich auch das gerne hätte. Das war tatsächlich. Und zweitens dachte ich, das ist nur ein Trenngarn, das geht mal vorbei. Gar nicht. Ich glaube, seit ich die Firma gegründet habe, dass immer noch läuft damit. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt mal mit Mohair was mache, dann soll er Mohair sein, die ich gerne mag. Und für die Leute, die kein Mohair mögen. So, und dann haben wir diese schöne Mischung. Manada auf Spanisch heißt, auf Deutsch, Herde. Ja, Okay. mit dem Namen hat mir die Sandra Groll geholfen. Kennst du sie? Die Mitarbeiterin bei Maschenfein. Ja. Das passt perfekt, weil es sind wirklich viele verschiedene Fasern drinnen. Ja. Wir haben mal die Merino hier drin, ist auch biozertifiziert, beziehungsweise RWE-zertifiziert. Wir haben nachhaltige Mohair, Superkit Mohair. Ja. Wir haben die Maulbeerseide, die immer dabei ist, weil so ein Mohairgarn in der Regel, entweder nimmt man Seide oder synthetische Fasern, weil man so einen Garn braucht, der so ein Monofilament ist. Wir kaufen nur Naturfasern, deswegen Maulbeerseide und Jacken noch dazu. Ja, und das ist so eine Mischung, so eine Herde verschiedener Tiere. Ja. Ne? Weißt du, wie ein Mohairgarn entsteht? Warum diese Flausch so ist? Weißt du das? Nee, erzähl mal. Eigentlich in der Produktion, man produziert ein Bouclé-Garn. Es ist ein Bouclé-Garn. Und diese
kleine Öhrchen, die bei den Bouclé-Garn so entsteht, wird dann geschnitten. Das ist jetzt nicht mit einer Schere, sondern macht die Maschine, wird auch gebrushed, aufgemacht. Ja, die werden so aufgemacht, Ja. da gehen kaputt und dann entsteht diese schöne Flausch, wie man hier sieht. Je größer diese Bouclés sind, desto länger sind die Haare. Ja? Okay. Und so regulierst du immer die Flauschigkeit ein Garn. Weil es, wie gesagt, da wird Maulbeerseide als Kerngarn genommen. Fast bei alle Mohair-Mischungen, die du findest, die haben fast immer die gleiche Lauflänge. 300 Meter oder 225 Meter, da kannst du nicht so viel machen. So, das ein bisschen zur Produktion. Ja, und das war das Garn. Ein Garn, der wirklich überhaupt nicht hart beim Stricken. Das hast du auch erlebt, sicherlich. Es ist sehr weich. Ja. Es ist eine andere Art von Weichheit, ja, als Es ist wie als so ein die normale also, Mohairseide. Es ist wie so ein Flaum. Also es ist nicht so. Man kann aber sehen, ne? Das ist schon, Ja. ne? Das ist ein sehr schönes. Ja. Und man würde erst mal gar nicht denken, dass es Mohair ist. Ja, man denkt das gar nicht. Ne? Man kennt das vielleicht mittlerweile, es gibt so Versuche mit Alpaka, Suri-Alpaka und so weiter. Ja, Ne? genau. Aber nee. Genau, von der Optik her und von der Haptik würde das eher da reingehen. Und ich finde, es schmiegt sich so schön um so einen Faden rum. Also jetzt zum Beispiel ums Baby-Merino. Ja, also wir haben, als wir das Garn auch rausgebracht haben, da kam sofort die Resonanz von den Kunden, die gesagt haben, ich mag kein Mohair. Und dann habe ich damals denen gesagt, dann probier mal das. Und, Paul, da hattest du recht. Es ist anders. Ja. So, und das Garn kann man an Einzelfallen aufstricken, also geht es auch. Ja. Aber am liebsten hat man einen Beilaufgarn dazu, beziehungsweise das ist das Beilaufgarn. Deswegen haben wir die Merino Baby, die wir schon eigentlich hatten, wir haben die Farbpalette geändert, sodass alle Farben miteinander harmonieren. Ja. Es gibt manchmal so kleine Abweichungen in der Farbe, aber zusammengestrickt merkst du nicht, dass zwei Farben sind quasi. Ja ne? gut, und diese kleinen Abweichungen geben ja auch nochmal Nivellierung, ein ne? bisschen Farbtiefe rein. Ja. Also ich finde es eigentlich ganz schön, wenn es nicht so 100% identisch ist, dann bekommt man nochmal mehr Farbtiefe rein. Also von daher passt das ganz prima von der Färbung her. Das Konzept ist auch sehr harmonisch auch. Also wir haben auch Merino Baby hat 220 Meter auf 50 Gramm, man hat 200 Meter auf 25 Gramm, also von einer Seite Knäuel. Da braucht man ein bisschen mehr als die Hälfte von Merino Baby, Ja. mehr für die schöne Jacke. Und die kann man auch in der Waschmaschine waschen. Ja. Wischst du in der Waschmaschine? Ja. Also ganz ehrlich, bei mir geht alles in die Waschmaschine. Also alles, was da hängt, war Waschmaschine. vorher in der Waschmaschine. Manchmal kann man per Hand Aber Schlimmeres machen als mit der Maschine. Ja. Ja. Aber ich muss dazu sagen, dass ich sehr darauf achte, ein gutes Waschmittel zu nehmen. Ja. Also, und das ist auch das A und O. Also nichts aus dem Supermarkt. Hast du oder schon so. unsere probiert? Naja, klar doch. Ja. Also ein vernünftiges Wollwaschmittel aus dem Fachhandel ist da immer die beste Wahl und so bleiben die Strickstücke dann auch länger schön und verlieren die Passform nicht. Aber trotzdem, die Merino Baby ist extra für die Waschmaschine auch geeignet. Ja. Es ist keine Superwash, also keine Chlorbehandlung, sondern ist mit Enzymen behandelt. Das Ganze ist GOTS zertifiziert, also 100% Bio. Ich empfehle euch, ob zusammen oder einzeln. Sind super, aber jetzt weiter mit einem schönen Design. Genau. Wie heißt nochmal die Jacke? Lilac. Lilac, okay, wegen der Farbe, klar. Gegen der Farbe, genau. Genau. Ja. Und also als ich die Maschenprobe gemacht habe, habe ich direkt gesagt, da kann man wunderschön Lace-Muster oder auch Zöpfe mitmachen. Und in der Jacke habe ich sozusagen Zöpfe mit einem Lace-Muster kombiniert, also hier vorne. Ansonsten ist sie sehr schlicht gearbeitet und sie hat eine Sattelschulter und deswegen hat sie eine besonders gute Passform. Was bedeutet Sattelschulter? Sattelschulter. Sattelschulter ist, das ist hier oben, okay, ist ich sehe es eine das, Art okay. Sattel, genau. Und man strickt es aber sozusagen ab hier schon in Runden. Okay, Also, sieht es auch besser es da, hat ne? keine Naht hier oben, ja, sondern es wird mit dem Ausschnitt begonnen und man strickt es komplett von oben nach unten runter. Und aufgrund dieser breiten Sattelschulter, das ist so ein bisschen
für die, die sich auskennen, so ein bisschen hier unten schon Contiguous, kombiniert mit einer Sattelschulter, hat das eine sehr gute Passform und verrutscht nicht und sitzt immer gut. Und vor allem auch bei Leuten, die ein bisschen eine breitere Schulter haben, da hat man hier diese definierten Linien und das sieht immer sehr schön aus. Und weil mir der Kuschelfaktor so gut gefallen hat von der Kombination, habe ich auch gleich noch erst einen Schal gestrickt. Das Das ist auch toll. ist, genau, Auch schöne Muster. ja, und das ist auch ein Zopfmuster mit Rippen. Und das Tolle dabei ist, dass es, wenn ihr genau hinschaut, was seht ihr? Ein Weihnachtsbaum. Stimmt. Ja. Ja, also passend zur Weihnachtszeit jetzt ist das wirklich ein sehr schönes. Wäre das schwer, wenn man in 2 Farben strickt? Oder geht das gar nicht? Mit der Ich habe ihn noch mal in grün gestrickt. Ja. Und dann habe ich mit Lametta-Garn Lametta-Ketten gemacht, habe mit Perlen auch Weihnachtskugeln aufgestickt. Das ist eine Und gute in der Idee. Mitte, guckt mal hier in der Mitte, hat er auch noch mal, das sieht so aus wie so ein Mistelzweig. Und dann habe ich in der Ja. Mitte so weiße Kügelchen aufgestickt. Also wer Lust hat, sich einen Weihnachtsschal zu stricken, der ist hier bei diesem Design sehr gut aufgehoben. Also das ist das Pure Set und da kann man sehr schön mit den Zöpfen spielen. Für das Pure Set sind auch alle 3 Teile dann zusammen. Ja, genau, das Okay. sind alle 3 Sind aber Teile. 3 verschiedene Genau, Anleitungen. also man hat passende Mittens hier und genau. Und die sind auch schön, also nicht so weit, weil ich finde immer, wenn die zu weit sind, dann sieht es nicht so Ja, schön ja, aus. ja. Also hier. Auch schön das lang, ist, ja. Ja, schön lang, dass sie unter den Ärmel gehen. Und auch, es macht wirklich eine schmale Hand von der Silhouette her. Und ja, und dann natürlich noch die passende Mütze, die ich aber jetzt nicht aufziehe, sonst Nee. ist meine Frisur Genau. zerstört. Aber hier seht Man ihr kann sich das schon auch nochmal vorstellen. Ja, das ist sehr eine schön. schöne Mütze mit, auch nochmal mit den Zöpfen. Weißt du Und- auswendig nochmal, welche Stricknadeln du benutzt hast? 4,5 wahrscheinlich so, ne? Nee, das weiß ich. Also ich denke 4 oder 3,75. Okay, 400, okay. Ich stricke die Sachen nicht so, also nicht ganz so locker, damit sie länger halten. Okay. Und von daher, aber Ja, genau. das steht in der Anleitung nochmal genau drin und wir werden es euch auch nochmal unten in den Text reinschreiben. Ja, Ja? das werden wir machen, auf Genau. jeden Fall. Ja. So, super schön. Es gibt, wie gesagt, 31 Farben von Manada. Also der Lilac kann auch blau sein, muss nicht unbedingt Lilac Und sein. grün auch. Auch grün. Also es gibt eine Ja. Menge Farben. Ich habe noch kein Design für mich in der Qualität. Ich finde es super, weil es auch sehr leicht sich anfühlt, dadurch, dass... Ja. Und den Schal kann man auch gerne für den Partner zu Weihnachten Ja, das ist stricken. Unisex. Ne? Das ist Unisex, Wir haben genau. ja auch darüber gesprochen, dass dein Focaccia-Schal aus Kaschmir von dem vorigen Video auch sehr gut für Herren auch passen würde. Und Tuchform oder für einen Schal. Für meinen Mann zu Weihnachten, das wär's. Ich guck mal, ob ich das noch schaffe. Ja. Also der würde sich wahrscheinlich mega freuen. Ja. So, Okay. was hast du noch? Ja, ich da? greife mal hinter mich. Ich kann auch so halten. dann Und kannst du mal- an was erinnert dich das? An was erinnert mich das? Wenn du hier die Kante siehst, dann erinnert dich das doch an An den der Focaccia. Ja, an der Focaccia-Muster. Ja. Ja, genau. Und das ist sozusagen da nochmal diese Zöpfe im Krausrechten Okay. aufgenommen. Ja. Und hier fand ich auch besonders die Camel DK sehr geeignet, weil die leiert nicht aus. Also gerade wenn Ja. man krausrecht strickt, dann ist es so, dass man hier ein Garn braucht, was auch eine Stabilität hat. Und ihr seht, wenn ich jetzt hier so ziehe, das geht immer wieder zurück. Also Ja, super. das leiert nicht aus, das krausrechts Ja, gestrickt. ich kann auch von hinten mal zeigen. Hier, Ja. Diese Muster geht auch hier komplett. Genau. Ja. Da sieht man Mit den der Zopf Silhouette, nicht so ja. sehr, aber es ist so angedeutet. Ja, aber das ist quasi. auch schön. Meine, Und es ist- du hattest sie heute an, als du zu uns kamst. Ja, Und da merkt man schon sofort, ne? Ein sehr schönes Teil aus Camel Decay, oder? genau. Aus Ja. Camel DK. Auch ein sehr schönes Garn. Da kann ich auch was erzählen. Ja, genau. Ich bin gespannt. Wenn du möchtest. Ja, gerne. Ja, okay. Also hier habe ich was von Camel Decay, genau, ein paar Falls hier vorbereiten. Bei Camel Decay haben wir eigentlich
nur so Naturfarben. Mit Natur meine ich jetzt nicht ungefärbt, sondern Nee. Naturtönen. Es gibt tatsächlich zwei Farben, die ungefärbt sind, aber sonst alles andere ist extra gefärbt. Das ist die Camel Decay. Ich habe in dem letzten Video haben wir über Kaschmir geredet, über Kaschmir Delicia. Die so aus einer Kette entsteht, direkt von Dorgan. Das ist eine Erfindung von der Spinnerei Cariaci. Das macht das Teil viel leichter. Also ich will genauso produzieren. Wir haben hier 80 Meter auf 25 Gramm, so 5 Meter mehr als bei Delicia. Das Garn haben wir, ich glaube, seit 2 Jahren. Erstmal hatten wir das nicht vorgewaschen. Vielleicht einige von euch hatten auch damals direkt das Garn probiert. Und mittlerweile haben wir das Garn gedämpft und vorgewaschen, sodass die Kunden nicht warten müssen, bis es gewaschen wird. Ja. Weil viele meinten, ja, aber es fühlt sich sehr trocken an. Ja. Da war auch Ja. dadurch. Hier sieht man, dass es weich ist. Ja. Aber weil du das schon gewaschen hast und getragen Genau, hast. ja. Also jetzt hat man direkt im Knäuel. Und ja, Kamelwolle, es ist aus dem Baby-Kamelhaar. Das heißt, diese Winterflaum, nennt man das? Ja. Die Winterflaum wird einfach vom Boden gesammelt und teilweise hängt von den Tieren. Ja, die Tiere werden nicht geschoren. Ja? Also die Tiere, die wir da Die hinten Tiere, sehen. genau, die werden nicht geschoren. Ja? Super. Also das ist ja diese Pflaumen, die man immer wieder bei den Tieren sieht, die so hängen, und bei Pferden. Ja, ja, Ne? Genau. ja. Die wird so gesammelt. Also das ist schon eine aufwendige Toll. Arbeit, hat eine sehr schöne Feinheit von ungefähr 18 Mikron, ähnlich wie Jackwolle. Ein bisschen grober als Kaschmir, aber wärmt sehr schön. Das ist die isoliert auch sehr gut. Deswegen diese Tiere sind ja in der Mongolei im Sommer bei 40 Grad und im Winter bei minus 20 Grad Ja. und die überleben. Deswegen, Okay. das empfehle ich euch auf jeden Fall. Ja, ist ein wunderschönes Garn und ich finde gerade, weil das alles in diesen Naturtönen sind. Guck mal, du hast da vorne noch welche liegen. Zeig uns die nochmal genau. Genau. Ich finde die wirklich wunderschön. Also, Ich musste gerade da hinten gucken, weil ich dachte, fällt die Wand nach unten. Aber nein, keine Sorge. Hat dann alles gewackelt. So, Super. ja, und auch dann, dieser graubraunton die finde ist ich auch super, toll. ne? Also, die würde ich Mokka nennen, glaube ich. ja, sowas. ja, genau. Und gerade Brauntöne Graubraun. sind ja jetzt so in. Also von daher wunderschön. Und auch das Weiß und Genau. das. Das ist ungefärbt ja, zum Beispiel. genau. Ja, das sind so viel hellere, Ja. ne, die Tiere haben so Ja. teilweise hellere Phasen und teilweise so etwas dunkler, wie hier. Aber das ergänzt sich auch harmonisch. Und es gibt noch also mehrere wenn man die Farben. ganzen Ja. Töne hier sieht, also wirklich ein schönes, harmonisches Farbbild, Ja. finde ich. Ja. Ich mag Weichheit ja, in dem Garn immer, aber ich mag sehr, wenn auch robust ist. Ja, weil es so fest ist. Ich brauche das. Ja. Ich muss das spüren. Ja. Es soll nicht kratzen. Nee. Es soll Ja. spürbar sein. Ja. Und für so eine Mütze zum Beispiel, selbstverständlich, es gibt für verschiedene Anlässe auch eine sehr schöne, feine Kaschmirmütze. Ja. So. Aber ich mag sehr gerne für den Alltag etwas robuster, als Mütze zum Beispiel oder Pullis. Und Kameldicke, ich habe auch einen Pulli daraus. Sieht auch immer wie der erste Tag an, nur dass es immer weicher wird. Ja, genau. Ja, das aber bleibe ist- robust. Ja, Und das ist für mich schon und wichtig. das Robuste finde ich so schön, weil das in Mustern, wie jetzt einem Kraus-Rechts-Muster oder so, Ja. weil damit die Muster unterstützt werden und es nicht ausleiert. Ja. Also von daher, es wird nur weicher, es ist lässig und man hat wirklich einen schönen, hier, guck mal, wenn du das siehst, es geht so direkt wieder zurück. Also Ja, ganz schön. hervorragend. Wiederholst du nochmal den Namen? Ja. Das ist der Shelter Cardigan. Shelter Shelter, Cardigan. weil Ja. Wir schreiben das auf den Beschreibung, Genau. macht euch keine Sorgen. Aber die Chris hat auch alle Anleitungen, 120 hat sie letztes Mal gesagt. Bestimmt, wie das Video erscheint, noch mehr. sie bleibt nicht ruhig. Das sind alle Designs. Also auf Ravelry findet ihr alle Designs auf Deutsch und auf Englisch und manchmal auch andere Sprachen. Ja. Also, was haben wir noch? was haben wir Oder noch? willst du noch was sagen? Da? Nee, ne? Da haben wir schon erzählt. Nö. Ich würde sagen, was Der wir Balayage, jetzt Balayage haben wir noch. Ja, Diese genau. Schale hatten wir, ja. Ja, weil bis jetzt haben wir nur Sachen gezeigt,
bei denen man schon ein bisschen Expertise beim Stricken braucht. Ja. Und als ich euch am Anfang gesehen habe, dann war das erste, was ich gestrickt habe, das allererste, war dieser Schal aus Balayage. Und es ist wirklich ein ganz einfacher Schal und der kommt wirklich zur Geltung durch das Garn, was verwendet wird und durch die Färbungen. Ja. Und das kannst du bestimmt was zu sagen. Also das hat mich wirklich das Garn inspiriert und die Ja. Garnfärbungen. Eine Frage, weil das war tatsächlich unsere erste Kooperation zusammen. Ja. Ja. Ich habe ein bisschen vergessen. Also wann war das erstmal? 2020. 2020. Und hatten wir erstmal live gesehen oder hatten wir Kontakt per E-Mail? Ich weiß nicht, wie das, ich kann mich nicht erinnern. Weiß ich auch nicht. Ich glaube, weiß auf der ja so, dass Messe irgendwie oder hat so irgendwie gefunkt und dann sofort Ja. machen wir was Ja. und ein Schal, eine Mütze war auch dazu, glaube ich. Wir haben als erstes, also wir haben den Schal gemacht und wir haben den X-Faktor, den habe ich aber Genau. nicht mehr. Oh, genau, Den also hat eine schon- sehr gute Freundin von mir. Genau, der X-Faktor war das. Und ja. der X-Faktor war das erste aus 628, was ich gestrickt habe und der Schal Ja. hier. Genau. Genau. Und genau, du wolltest ein bisschen Farbe haben und wir haben darüber gesprochen, weil damals war die Balayage handgefärbt neu. Ja. Vielleicht sogar die normale Balayage war auch neu. Also das ist hier die Balayage. Balayage kennt ihr vielleicht den Namen aus dem Frisursalon. Ja, das ist dieser Farbverlauf, die so man gerne macht. Und unsere Farbpalette damals für Balayage hatte auch diese Inspiration in so eine Art, in Gruppe von 4 Farben, in der Balayage-Richtung. Und das Garn ist eine also eine Mischung aus 80% Baby-Alpaka und Biomerino mit 175 Meter auf 50 Gramm. Gestrickt wird das mit 3,25 mm Nadel. Das Garn haben wir damals mit Melanie Werk zusammen entwickelt. Das Besondere ist, guck mal, wir haben hier auch die Naturfarbe. Das ist die Naturfarbe hier, ist ungefärbt. Also wir färben alle Farben auf diese Grau. Und diese Grau entsteht durch graue Alpakas, weiße Alpakas und die weiße Merino. Genau. So, wir färben drauf und so entsteht auch eine sehr schöne Melange. Und das ist sehr beliebt. So, Und ich Was habe soll mir ich noch vorhin sagen? was rausgesucht genau, da hast du, an Farbzusammenstellungen. Gib Genau. mir das Grau nochmal. ja, genau, das ist einer. Also, Das ist eine Handfärbung, ja, das ist hier die liebe Scuderia. hat für uns ich habe ja gefärbt. den Schal und hier ist einmal eine Zusammenstellung, also mit diesem handgefärbten Strang und dort einmal so ein bisschen neutraleres und einmal dieses pink ich nehme hier mal, da aufgreifende. kann man ein bisschen sehen, Ja, wie und man dann sich kann das man, vorstellt, kann man ne? einen wunderschönen Schal stricken und man braucht von jedem 2 Knoll, also 2 Stränge, 2 Knoll. Okay, okay. Und das ist ganz einfach zu stricken, also auch für jemanden, der noch nie gestrickt hat oder ganz am Anfang steht. Das ist nur mit rechten und linken Maschen zu stricken und macht sehr viel Spaß, weil es sehr abwechslungsreich ist. Es geht so schön ineinander über. Als Zweitfärbung haben wir noch. Ich sage mal erstmal die Farbnummer, weil die Frage kommt. Also hier die Natur ungefärbt ist die 617. Hier die pinke Farbe ist die 629. Und diese Handfärbung, wie gesagt, von Scuderia gefärbt. Das ist der Dragon Fruit 870. Per Hand meine ich wirklich per Hand in einen Topf, wo maximal 1 Kilo reinpasst. Okay. Ne? Also Speziell. Ja. das ist eine sehr Toll, schöne, aber sehr ausfällige sehr schöne Färbung. Färbung, Und ja. hier sieht man das so, dass es einfach nur Streifen sind, aber gewickelt. Habe ich das Foto gesehen. Ja. Dann mische ich nochmal alles zusammen. Ja. Ja. Genau. Hier nochmal als herbstliche Variante nochmal auch ein Herbst. Dann sagst du lieber nochmal die Genau, Farbe. hier ist einmal die 621, einmal die 615 und die Handfärbung ist der Karamell 790. Ein super Färber. Also wir haben auch tatsächlich 2 ausfällige Handfärbungen ausgesucht. So, und ich zeige es euch nochmal hier in der Länge. Vielleicht, wenn du mal Ja, so hier hier ein anpackst, bisschen dann kann man es Ordnung. genau sehen und den oberen, den unteren so nebeneinander.
dann kann man sehen, es geht sozusagen von einer Farbe in die andere über. Und in der Mitte hat man dann einen größeren Teil an dem Handfärbegarn und dann geht es wieder uni in die andere Farbe über. Also es passiert immer was, es ist immer ein bisschen Abwechslung drin. Und trotzdem glatt rechten und diesem schönen Volumen vom Garn hat man dann auch nachher eine wirklich schöne das sieht schon wieder anders aus. Ja. Und das, zu dem Lila passt jetzt nicht ganz so. Nein, aber trotzdem. Aber das gibt wirklich ein schönes Volumen an Schal. Und man kann es auch, es ist Unisex auf jeden Fall. Ja. Und es macht Spaß beim Stricken und beim Tragen macht es auch nochmal Spaß. Ja, wir haben heute wieder mal sehr schöne Designs gezeigt. Ja. Ja, schreibt uns in den Kommentaren, welche Designs euch gut gefallen hat. Vergisst nicht, das andere Video anzuschauen, die auch sehr, sehr interessant war. Und ich würde sagen, du kommst noch einmal, aber bevor wollte ich fragen, vielleicht zeigst du uns das nächste Mal, was du auch fertig hast. Hast du noch irgendwelche Pläne? Hast du noch Ideen für Designs? Also ich habe vorhin Liebe auf den ersten Blick gehabt. Gerade im Lager? Bitte meinst du? Genau. Und zwar ist mein Auge an diesem wunderschönen Knäuel hängen geblieben. Das ist nämlich die Cashmere Lace. Und also ich bin wirklich sehr fasziniert davon, weil es also als Lace-Garn hat es schon so einen schönen Faden und so einen schönen Flaum. Ja. Und da werde ich was draus machen und darfst du dich überraschen. Ja, das freut mich. Ja, Genau. ja, das gar nicht so tun hier an der Auch die Kamera. Farbe ist so toll. Ja, die Farbe ist sehr schön, tatsächlich. Und wie gesagt, diese schöne Flausch, was unsere Kaschmir hat. Ja. Ja, man konnte darin theoretisch ein bisschen lockerer aufstricken. Genau, Dann genau. richtig laced und Genau. dann durch den Flausch. Ja. Ja, bin gespannt. Dann, ich hoffe, euch hat das Video gut gefallen. Mir hat richtig viel Spaß gemacht, mit dir hier zu sein. Also das ist immer lustig mit dir. Und wenn du wieder dann kommst, dann zeigst du uns dann vielleicht die Frühjahrmodelle. Genau. Ja. Das könnten wir mal machen. Können wir machen. Dann vergiss nicht, die Glocke zu klicken, folge uns oder abonniere uns und schreibt in die Kommentare, was hat euch gefallen, habt ihr davon schon was gestrickt? Oder rate mal, was wird Chris damit entwerfen? Genau. Ja, da sind wir gespannt. Dann tschüss, vielen Dank und bis in 2 Wochen wieder. Ciao. Ciao.